Herzlich willkommen, liebe Blender Community. Das ist Teil 2 meiner deutschsprachigen Video-Tutorial-Serie. Und zwar geht es hier um das Modellieren dieser Wikinger-Axt für Beginner. Und ich möchte euch Schritt für Schritt die Entwicklungsprozesse dieses Props näher bringen und euch zeigen, wie ich an diese Sache rangehen würde. Ihr müsst verzeihen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Ich bin gerade etwas erkältet, daher einfach bitte verzeihen. Ich lasse hier im Hintergrund einen Speedrun noch mitlaufen, wo ich einfach noch etwas mehr an dieser Axt herum experimentiert habe mit dem Modeling. Und zwar wollte ich unbedingt diese Lederriemen noch dazu haben, zusätzlich zu diesem Holzstiel und diesem Metallschaft. Und damit das Ganze wirklich mehr Volumen bekommt und dass das mehr, und ich wollte das nicht nur mit Textur lösen, sondern dass das wirklich ein 3D-Mesh ist. Normalerweise mache ich das nicht, kommt drauf an wirklich, wenn das für ein Spiel wäre, wäre das zu overpowered. Aber ich wollte es irgendwie fürs Rendering verwenden, auch fürs Video-Thumbnail. Und das kommt, glaube ich, ganz gut rüber. Kurz erklärt, wie habe ich das gemacht? Wenn ich jetzt mein Basismodell einfach hernehme und dann in Editiermodus mit der Tabulator-Taste gehe, dann bin ich einfach mit dem Knife-Tool, also mit dem Messer, habe ich einfach eine Linie gezogen, wie die Lederriemen dann verlaufen sollen. Und dann habe ich einfach den gesamten Rest weggelöscht. Also ich schneide da hier schnell jetzt wirklich so eine kleine Linie raus. Und dann habe ich das Ganze habe ich alles markiert. Ich mache das jetzt einfach so. Und habe einen Rechtsklick gemacht, Mark Seam, also einen Rand oder einen Saum markieren. Das habe ich jetzt hier nicht. So. Und wenn ich dann mit Face Selection Tool, also mit der Taste 3 oder hier dieses kleine Buttonfeld hier, das auswähle, dann kann ich alles löschen und es bleibt mir diese Fläche übrig. Und ich habe dann auch ein bisschen noch die Geometrie angepasst. Und jetzt haben wir es aber so, dass dieser Teil, ich lösche jetzt den Rest auch noch schnell, jetzt ist es so, dass dieser Teil eben nur eine kleine Fläche ist. Also das ist eine Fläche, die hat im Prinzip keine Stärke. Das sind nur Vertices, die ein Volumen definieren. Und dieser Lederriemen hat doch eine gewisse Stärke. Und darum bin ich dann auf das Modifier-Tool gegangen, wo ich noch nach wie vor meinen Mirror Modifier aktiviert habe. Und gehe dann unter Generate, gibt es hier den Solidify Modifier, der Volumen hinzufügt. Jetzt habe ich diesen ausgewählt und man sieht schon, er hat jetzt, wenn ich jetzt nochmal in den Editiermodus gehe, er hat mir eine Stärke, ein Volumen gegeben, leider aber in die innere Richtung. Ich will das Volumen in die äußere Richtung, damit wirklich der Lederriemen auf dem Holz liegt, nicht in das hier Holz hineinragt. Und den Offset, der ist hier momentan auf -1 eingestellt, den stelle ich einfach nur auf 1 und somit habe ich das Ganze hinausgeschoben und somit habe ich meinen Lederriemen erstellt. Ich habe beim Modellieren dieser Lederriemen etwas Probleme gehabt, weil ich ja nur eine einzige Seite habe von meiner Referenz. Wenn ich jetzt von vorne drauf schaue, dann habe ich ja nur die Vorderansicht und nicht die Rückansicht. Und da habe ich ein bisschen reininterpretieren müssen, habe ein bisschen mir vorgestellt, okay, wie könnten diese Linien laufen, dass das Ganze dann später zu einem schlüssigen Konstrukt irgendwie zusammengestellt wird. Okay, soweit so gut. Das war im Prinzip jetzt noch die extra Arbeit, die ich jetzt nicht nochmal in diesem Video erläutern wollte. Nur das halt mit dem Solidify Modifier und wie ich die Riemen ausgeschnitten habe aus dem Original-Mesh. So, Punkt 2 in diesem Video möchte ich nochmal kurz euch erklären, wie ich ein Loch ausschneide, damit das diesen Stil hineinpasst. Also da gibt es auch wieder mehrere Varianten natürlich, die man gehen kann. Das eine wäre, ich gehe in den Editiermodus und nehme wieder dieses Messer-Tool und schneide, damit mir meine
meine Form aus. So. Prinzipiell wäre es das auch schon. Und dann nehme ich alle Vertices. Entweder ich lösche sie jetzt, Delete, und habe ein Loch. Und dann wähle ich nochmal alle Edges aus und extrudiere sie nach innen. Ja, muss man dann in der Mitte noch verbinden, aber prinzipiell das wäre eine Möglichkeit, wie ich das Ganze ausschneiden könnte. Natürlich wäre es dann noch sehr sinnvoll, wenn ich die Geometrie anpasse. Hier mit dem J-Key kann ich wieder verbinden. Und damit das wirklich wieder ein schlüssiges Bild ergibt, beziehungsweise den Edge Flow so anpassen, dass das auch wirklich schön harmoniert. Das wäre das eine. Aber jetzt habe ich hier halt das Ganze händisch gesetzt und es ist kein perfekter Kreis eigentlich. Es ist jetzt nicht ein rundes Loch, sondern ich habe das mehr oder weniger jetzt mit dem freien Auge ausgeschnitten. Darum gehe ich jetzt zurück, gehe in die Vorderansicht, beziehungsweise muss noch mal kurz raus, und ich werde mir jetzt ein Objekt erstellen, das genau die Form dieses Loches hat, und dieses Objekt werde ich verwenden, damit ich das aus dem Originalobjekt herausschneide. Das eine Objekt verdrängt die Masse von dem zweiten Objekt, oder ich tue es subtrahieren. Einen Stift durch einen Kaugummi durchsticht, entsteht dann dieses Loch, wenn man es so will. Okay, was erzeugt ein rundes Loch? Also jetzt wenn wir jetzt auf Hinzufügen gehen und auf Mesh, dann haben wir wieder natürliche unterschiedliche Primitives-Objekte, und ein Circle oder beziehungsweise eine Kugel tut es jetzt nicht. Am besten gehen wir wirklich mit einem Zylinder, weil der ist sehr stiftförmig. Wenn ich den jetzt erstelle, kann ich den hier wieder wenn das eingeklappt ist, kann ich das hier ausklappen. Kann ich natürlich unterschiedliche Vertices einstellen. Ich gehe jetzt wirklich mit 12 und der Radius ist natürlich auch hier frei bestimmbar. Das ist jetzt im Prinzip mir mehr oder weniger egal. Ich möchte einfach circa eine passende Größe haben. Dann passt das schon so. Dann gehe ich in das 1, schiebe das hinunter, circa auf diese Position, und möchte das jetzt rotieren. Rotieren an der X-Achse, an der roten Achse. So, ich drücke Rotieren, X und dann 90 Grad, damit er rotiert wird. Fertig. Dann gehe ich wieder nach vorne und jetzt sehe ich schon, okay, das ist schon sehr gut dabei, und skalieren, bis es circa passt. So. Das gefällt mir schon ganz gut. Und wenn ich mir das Ganze anschaue, dann steckt das schon sehr gut in diesem Mesh drinnen. So, und jetzt muss ich es schaffen, dass ich diese Form aus diesem herausschneide. Das Einzige, was ich noch kurz mache, ist, ich werde das Ganze Shade Smooth noch machen, damit ich eine schöne Verlaufskante habe. Ich muss jetzt mir das Basisobjekt nehmen. Und ich bin hier schon ganz richtig im Modifier-Tab. Den Mirror Modifier kann ich ein- und ausklappen, je nachdem, wie ich es gerade brauche. Und jetzt werde ich zusätzlich zu diesem Modifier noch einen weiteren hinzufügen. Und zwar ist der auch unter Generate drinnen. Und dieser heißt Boolean Modifier. Und ich weiß jetzt nicht genau, was Boolean übersetzt bedeutet oder von wo das Wort genau stammt. Und dieser Boolean Modifier gibt uns 3 unterschiedliche Möglichkeiten: Intersect, Union und Difference. Und ursprünglich ist er jetzt ich weiß jetzt nicht, was er ursprünglich eingestellt ist. Union verbindet Objekte miteinander, differenziert eben dann 2 Objekte voneinander, und Intersect ist das Mittelstück. Also wenn du jetzt 2 Objekte hast, die sich überlappen, das Resultat ist nur dieser Bereich, wo die Überlappung stattfindet von beiden Objekten. Ist ein bisschen vielleicht schwer zum Vorstellen, aber ich habe ein eigenes Video mal darüber gemacht auf YouTube auf Englisch, aber das ich auch hier in dieser Stelle verlinken werde. Bei Interesse könnt ihr es doch jederzeit anschauen. Genau, ich verwende jetzt aber Differenz, also differenzieren.
Und jetzt muss ich noch das die Referenzobjekt auswählen und das mache ich entweder mit der Pipette oder ich klicke hier rein und wähle es mir an. Ich möchte es jetzt mit der Pipette, da ich direkt schon das Objekt hier am Bildschirm habe und wähle es an. Okay, jetzt habe ich es ausgewählt, aber es passiert irgendwie nichts. Jetzt ist die Frage, okay, hat es funktioniert oder nicht? Irgendwie bekommt man nicht wirklich ein Resultat. Ne? Ich persönlich weiß, dass es funktioniert hat. Und das ist eben das Problem, wenn man es nicht weiß. Also ich kann euch jetzt gar nicht zeigen, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht, sondern nur, dass es funktioniert hat. Indem ich jetzt diesen Modifier akzeptiere, indem ich STRG A drücke. Also es gibt hier jetzt nirgends mehr ein Häkchen. Früher, in den frühen Versionen, hat es da ein Akzeptieren-Hackerl gegeben. Ich kann den Modifier entfernen, ja, aber ich kann ihn jetzt nicht nirgends mehr mit einem Button akzeptieren. Das mache ich jetzt nur mit dem Shortcut STRG A, Control A. So, jetzt ist er applied. Und wenn ich jetzt diesen Zylinder entferne, dann sehe ich, oh, da ist ja mein Loch. Und das meine ich damit. Es ist da, aber ich habe es nicht gesehen, weil der Zylinder noch darüber gelegen ist. Und da der Modifier aber noch aktiv ist, er verwendet immer den Zylinder als Referenz. Und sobald ich jetzt aber den Zylinder verschiebe, schneidet er mir natürlich woanders, dort wo jetzt als nächstes hinkommt, das Loch aus. Und somit ist das immer sehr interaktiv. Also immer, er synchronisiert immer die Location vom Zylinder und verwendet dann dort den Difference Modifier oder den Difference Boolean. Und darum konnte ich das jetzt nicht herzeigen. Aber nur wenn man jetzt applied, dann ist es wirklich ersichtlich. Das einzige Problem ist, ja, ich habe jetzt keine schöne Mesh-Geometrie mehr. Das ist jetzt allerdings wirklich problematisch. Die muss ich dann noch schön machen. Und dann werde ich das Ganze nach innen extrudieren, genauso wie vorher. Und habe dann mein Mesh. Das werde ich jetzt ganz schnell machen. So, das ist jetzt ein sehr hoch aufgelöstes Loch im Prinzip, also mit 12 bin ich vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, da man, wenn man jetzt die restliche Geometrie vergleicht, das noch ein bisschen blockiger ist. Das heißt, vielleicht wäre es mit 10 oder sogar mit 8 besser gewesen und ist passend zur restlichen Umgebung angepasst. Somit habe ich jetzt hier sehr viel Geometrie, muss nicht unbedingt sein, aber ist jetzt eben so geworden. Nun gut, so, jetzt habe ich unser Loch, wir haben unsere Lederriemen. Wenn man sich das jetzt nochmal kurz ansieht, dann ja, habe ich hier mit der Stärke gearbeitet und habe dann hier nochmal alles extra hervorextrudiert und hereingeschoben. Also ja, das war jetzt ein bisschen Arbeit, also ich glaube jetzt auch trotzdem noch eine Stunde zusätzlich, die ich jetzt aber nicht hier auf YouTube aufnehmen wollte und das nur im Schnelldurchlauf euch zeigen wollte. Genau, so, jetzt kommen wir wirklich zu dem wichtigen Punkt. Das Modellieren wäre jetzt somit wirklich jetzt fertig. Jetzt haben wir alles, was die Referenz auch bietet. Die 2 Lederriemen da unten lasse ich jetzt weg. Diese Eingravur hier, die werde ich mit Textur lösen. Das werde ich jetzt nicht hinein sculpten oder irgendwas in die Richtung. Und auch, ja, mögliche Details hier oben wird auch mit Textur und alles gelöst werden. Was meine ich mit Textur? Textur bedeutet, ich werde Farbinformationen zu diesem Mesh dann hinzufügen. Das Ganze funktioniert mittels einem Material. Das Material definiert, was soll diese Oberfläche simulieren. Und zwar ist ja 3D im Prinzip ja nur eine Simulation von tatsächlich existierenden Volumen. Wir wissen, dass das Volumen nicht existiert, sondern nur eine Hülle ist, wie ein Luftballon, den man aufbläst. Innen ist er hohl.
außen zeigt man, dass es Volumen ist und mit Hilfe des Materials und Licht kann man dann Volumen definieren und sagen, okay, das ist Metall, Holz, Erde, was auch immer, Steine, ja, oder Gras. Jedes Materials ist wirklich ein sehr komplexes Thema, weil du musst wissen, nicht nur welche Farbinformation hat das, sondern auch natürlich, wie stark reflektiert etwas. Ist das eher dumpfes oder hochpoliertes Metall zum Beispiel? Hier haben wir ein sehr grob strukturiertes Metall, das hat eher wenig Reflexion, das wird sehr viel Licht schlucken, wenn etwas darauf fällt. Hier haben wir eine glatte Oberfläche, darum glänzt das auch mehr und das wird sehr interessant werden. Und damit wir aber jetzt Farbinformation, das ist eigentlich der erste Schritt, wir wollen Farbinformation einmal die Basis definieren, welche Farbinformation hat dieses Objekt und im Material kann man dann nach und nach definieren, wie schaut das wirklich dann gerendert aus zum Beispiel. Die Farbinformation wird mittels einer Textur herausgerechnet, beziehungsweise Blender kann 2D-Texturen verwenden, zum Beispiel aus Photoshop oder aus GIMP, wo auch immer. Und diese 2D-Textur wird dann auf das 3D-Objekt hinaufgestülpt. Beziehungsweise, vielleicht sollte man es anders sagen, wir müssen es versuchen, das 3D-Objekt so zu zerschneiden. Ich verwende gerne diesen Ausdruck, mit einer Schere zerschneiden wir jetzt dieses 3D-Objekt und legen es auf einem Tisch auf, so dass keine Verzerrung bestmöglichst entsteht. Und das Ganze erkläre ich jetzt kurz mit diesem Beispiel. So, ganz vereinfacht dargestellt, wir haben jetzt hier ein 3D-Objekt, das sind jetzt zwei Flächen, die einfach nur im rechten Winkel aufeinander gesteckt sind. Es ist im Prinzip ein 3D-Objekt, genauso wie unsere Axt hier. Und wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue, dann ist diese Fläche quadratisch und genauso groß wie diese Fläche. Wenn ich das Ganze jetzt sage, okay, das hier unten ist meine 2D-Textur, hier möchte ich dann drauf zeichnen und jetzt sehe ich mir das Ganze von oben an. Okay, dann ist das kein Quadrat mehr, es ist ein Rechteck. Also ich habe jetzt diese rote Fläche, die ist nicht genau ein Quadrat, so wie diese hier. Und jetzt haben wir ein Problem, weil es soll natürlich schon ein Quadrat sein, weil ich habe genau diese Fläche hier zur Verfügung. Das heißt, was muss ich machen? Ich muss diese zwei Flächen so auflegen, dass es unverzerrt auf meine 2D-Fläche funktioniert. Und zwar so. Jetzt haben wir von oben gesehen zwei schöne Quadrate und die sind schön auf meiner Textur aufgelegt. Das heißt, sobald ich meine 3D-Textur richtig auflege, faltet sie sich auf und sie liegt dann flach auf der 2D-Textur und so kann ich dann entsprechend Textur zeichnen und diese wird dann entsprechend, wie es ausgelegt ist, auf das 3D-Modell projiziert. Und das ist genau unser Ziel. Und dieser Prozess heißt UV-Map, also ich generiere eine Fläche, die auf dieses 3D-Modell dann funktionieren soll. Und das Ganze finden wir jetzt, indem wir eine neue Arbeitsfläche aufziehen, indem ich hier unten zwischen die zwei Flächen, also zwischen den zwei Menüpunkten, einen Linksklick mache und dann die Maus nach oben ziehe, generiere ich mir eine neue Arbeitsfläche. Ich kann so viele Arbeitsflächen hinzufügen, wie ich will. Zum Beispiel jetzt, okay, ich möchte jetzt hier unten noch eine, jetzt ziehe ich das Ganze so nach unten, jetzt habe ich noch eine und dann kann ich prinzipiell noch eine oder ich kann das Ganze wieder miteinander mergen, also nochmal eine oder nochmal eine und wenn es zu viel wird, dann ziehe ich das eine darüber und dann hier nochmal, ich ziehe die rechte auf die linke rüber, dann verbindet sich das wieder. So, das ist im Prinzip grob gesagt das Resultat von diesen Arbeitsflächen. Okay, und diese Arbeitsflächen kann ich dann noch zusätzlich definieren, welchen Typ soll diese Arbeitsfläche haben und hier sehen wir sehr viele unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel hier haben wir oben den Outliner oder die Properties, die wir hier rechts haben. Die können wir hier auch definieren und ich wähle hier mir die UV-Editor aus. Der UV-Editor ist meine 2D-Fläche, die für dieses 3D-Objekt gilt.
Momentan habe ich noch nichts irgendwie zerschnitten oder aufgelegt und daher sieht man hier jetzt auch noch gar nichts. Und ich versuche jetzt dieses 3D-Objekt so zu zerschneiden und in dieses Feld anzupassen. Also soll alles, die gesamte Axt soll in dieses Feld hier reinkommen, damit ich diese einzelnen Felder dann bemalen bzw. mit einer Textur versehen kann. Und dazu muss ich wissen, okay, was mache ich und wie mache ich es? Es gibt jetzt zwei unterschiedliche Arten von Texturen. Das eine ist eine unique Textur, das zweite ist eine seamless Textur. Also seamless heißt, es ist randlos. Wenn man zum Beispiel ein Gras, Erde, Stein oder sowas, dann kann man im Prinzip eine Textur verwenden, die sich immer und immer wieder wiederholt. Das ist dann zwar gleich, aber man kann im Prinzip unendlich große Flächen damit texturieren. Da ist es egal, wie deine Flächen ausgeschnitten sind und wo sie positioniert sind, da sich das Muster immer und immer wiederholt. Wenn ich jetzt aber diese Axt hier verwende, beziehungsweise diese texturieren will, dann möchte ich eine sehr spezifische Textur haben. Das heißt, ich möchte alle möglichen unterschiedlichen Details hier einbauen und darum sollen alle UV-Teile hier rein. Und wichtig ist jetzt noch zu wissen, UVs sind nicht gleich Vertices. Also das sind lauter einzelne Vertex. Und hier sprechen wir von UVs. Und da ich hier mit einem uniken Design arbeite, muss auch das Objekt unique sein. Momentan haben wir es aber noch nicht komplett unique. Es muss schon alles so weit vorbereitet sein, dass es dann später exportiert werden kann. Das heißt, das Modeling muss wirklich abgeschlossen sein und es sollte, wenn möglich, auch überhaupt keine Veränderung mehr sein, die im Mesh hier passiert. Das Modeling soll fertig und abgeschlossen sein. Und wenn wir es jetzt für eine Game Engine exportieren, dann sollen auch hier keine Modifier mehr drauf sein. Okay, hier in diesem Objekt ist kein Modifier, das passt soweit, aber zum Beispiel hier ist noch der Apply Modifier. Wenn ich hier dann drauf gehe in Editiermodus, habe ich nur diese Fläche. Und wenn ich diese jetzt auflege, dann verwendet er mir die gleiche Textur von hier, natürlich hier drüben, weil er sie rüberspiegelt. Und das möchte ich nicht. Ich möchte hier drüben eine andere Textur haben, als wie hier. Natürlich, wenn sich wiederkehrende Elemente sich in deinem Mesh befinden und wo es auch keinen Unterschied macht, dass diese unterschiedlich aussehen, dann kann man natürlich schon immer wieder die gleichen UV-Spaces machen. Zum Beispiel, ich habe hier einen Knopf und dieser Knopf ist überall gleich und darum verwende ich alle Flächen, wo dieser Knopf drauf ist und positioniere sie hier oben. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Das heißt, man kann sich hier Textur sparen, indem man wiederholende Elemente übereinander stellt. Oder man legt alles einzeln auf. Also die UV-Geschichte finde ich schon eine sehr spannende und ausgereifte, fortgeschrittene Technik. Wir wollen jetzt aber gar nicht weiter darüber reden. Wir werden jetzt diese Modifier applyen, Steuerung A, und somit akzeptieren wir unseren Modifier und wir haben jetzt wirklich da die gesamte Axt ohne jeglichen Modifier. Das heißt, wenn ich jetzt wieder hier reingehe und das mache, dann spiegelt er mir das nicht mehr rüber. Jetzt ist der Modifier weg und beendet. Prinzipiell sehr schön. Das Einzige, was ich jetzt noch machen will, ist, ich verwende meine einzelnen Objekte hier, die jetzt noch alle einzeln sind, und wähle mir alle an und werde diese jetzt miteinander verbinden, damit das ein einziges Objekt ist. Steuerung J. So, jetzt ist alles zusammen gemerged oder vereint. Und auch wenn ich hier jetzt in den Editiermodus gehe, habe ich jetzt alles miteinander verbunden. Und diese Elemente kommen jetzt alle hier rein und ich sehe schon, hier oben ist zum Beispiel etwas. Das ist sehr interessant. Jetzt kommt es zur Theorie, wie zerschneide ich Flächen, damit ich diese auflegen kann. Das ist im Prinzip ganz einfach, indem ich im Editiermodus mir die Kanten auswähle und dann definiere, hier soll geschnitten werden. Das sieht man bereits an den roten Stellen hier. Also die roten Stellen markieren
hier wurde geschnitten und die blauen Flächen zeigen eigentlich nur an, hier soll die Kante scharf sein. Da ich ja eine Soft Selection habe, hier verläuft die Kante weich, aber an diesen blauen Kanten soll eine harte Kante sein. Also das kann man dann auch noch zusätzlich definieren. Wenn ich jetzt aber sage, okay, es soll geschnitten werden. Ich möchte zum Beispiel jetzt diese Schneidekante, da soll geschnitten werden und ich möchte diese Fläche komplett alleine haben und diese natürlich auch, weil links und rechts sollen unterschiedliche Muster sein. Dann wähle ich mir diese Kante an, mache einen Rechtsklick und sage Mark Seam. Mark Seam bedeutet, ich schneide hier. Ich kann ja das Ganze aber auch wieder Clear Seam sagen. Das heißt, hier soll dann nicht mehr geschnitten werden. Also das ist jetzt kein endgültiger Prozess, sondern ich definiere einfach hier wird geschnitten, jetzt wird es rot. Und der Unterschied ist eben, das 3D-Objekt bleibt natürlich so, wie es ist. Nur ich definiere in der Theorie, wie es zerschnitten werden würde, wenn man es auflegt. Und das ist im Prinzip die UV-Map. Diese UV-Map verwendet die Textur als Referenz und projiziert diese dann richtig auf das 3D-Objekt. Das mag jetzt eventuell etwas komplex wirken, aber es ist nicht so kompliziert, wie es vielleicht jetzt scheint. So, jetzt zeige ich noch kurz euch, wie man vielleicht bestimmte Flächen oder Objekte selektiert und dann von den anderen isoliert. Ich habe jetzt natürlich hier mit diesen Lederriemen gearbeitet, die verdecken mir teilweise die Sicht. Natürlich hätte ich das Ganze jetzt nicht schon miteinander verbinden können und das erste Mal deaktivieren hier im Outliner, aber ich habe das Ganze, damit ich die UV-Map machen kann, habe das schon miteinander verbunden. Jetzt ist es so, okay, wie mache ich das? Glücklicherweise habe ich jetzt hier unten schon den UV-Seam gemacht, das heißt, das Metall ist wirklich vom Holz zertrennt und oben auch. Und wenn ich hier jetzt draufklicke, dann habe ich ja nur dieses eine Fenster oder diese eine Fläche und mit der L-Taste markiere ich alles, was damit verbunden ist, also linked. Und diese Selektion hält sich an UV-Seams, das heißt wirklich nur der gesamte Metallschaft ist jetzt ausgewählt. Wenn ich jetzt auf H klicke, dann versteckt er mir alle Flächen, also H ist verstecken. Okay, das ist natürlich jetzt nicht das, was ich wollte. Ich drücke auf Alt-H, damit es wieder alles sichtbar wird. Und mache das Ganze nochmal. Ich wähle es mir an und drücke jetzt Shift-H, weil Shift-H zeigt mir das an, was ich selektiert habe. So, und der Rest wird ausgeblendet. So, jetzt ist es sehr einfach. Jetzt haben wir dieses Metallstück schon mal hier. Und der wichtige Punkt ist, natürlich, man kann sich das immer wieder anschauen. Ich klicke mir an und hier ist schon irgendwas passiert. Das ist aber natürlich noch nicht richtig. Wenn ich jetzt auf U klicke, dann bekomme ich das UV-Mapping-Window. U. Und dann gibt es da unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten. Hier gibt es zum Beispiel auch Mark Seam und Clear Seam. Ich will aber jetzt auf Unwrap klicken. Wenn ich auf Unwrap klicke, dann passiert etwas sehr Seltsames und zwar ich bekomme diese Form. Und das ist natürlich nicht zum Beispiel diese Ansicht hier. Das ist ein Versuch, das Ganze aufzulegen, aber da wir nicht richtig geschnitten haben, jetzt kommt einfach irgendwas raus. Und da besteht jetzt die Kunst daraus. Ich muss jetzt die Flächen so zerschneiden, dass das Ganze wirklich schlüssig dann funktioniert. Und ich werde jetzt einfach das hier nehmen und an dieser Kante entlang alles zerschneiden. So, jetzt habe ich einmal das hier ausgewählt und mache wieder einen Rechtsklick, Mark Seam. So, jetzt haben wir die untere Seite komplett von dem Rest getrennt. Und die obere Seite ist nach wie vor dran. Und das Ding ist, jetzt ist die obere Seite und jetzt ist die rechte Seite und die linke Seite und die obere Seite miteinander verbunden. Was passiert also, wenn ich das alles jetzt auswähle und unwrappe? Dann sieht man schon, okay,
das ist die Oberseite, das ist die linke Seite, das ist die rechte Seite und das ist die Unterseite. Die Unterseite wurde schön aufgelegt, also dieser Teil ist schön freigestellt und er kann sehr unverzerrt aufgelegt werden. Da haben wir natürlich jetzt noch schon eine stärkere Verzerrung drinnen, das passt noch nicht wirklich. Jetzt ist die Frage natürlich, wie soll ich das am besten machen, damit das nicht zu sehr zerschnitten wird. Ich glaube, ich werde das jetzt einfach so machen, dass ich bis hierher schneide, also von hier bis hier. Das gleiche wird auch hier bis hier passieren. Dann werde ich das Ganze schneiden. Jetzt wähle ich alles nochmal auf und drücke wieder Unwrap. So, jetzt sieht man schon, das hat sich von dem etwas gelöst und es ist jetzt viel entspannter, das Ganze. Es ist nicht mehr so zusammengedrückt. Er versucht immer, die bestmöglichste Form darauf zu legen. So, und bevor wir jetzt fortfahren, möchte ich jetzt noch mit dieser Checker-Textur, also eine Textur, eine Probetextur, einfach mal testhalber auf dieses 3D-Mesh simulieren, damit ich weiß, okay, wie stark verzerrt sich das. Und diese Checker-Textur ist eigentlich sehr sinnvoll bzw. sehr hilfreich dafür, um herauszufinden, ist jetzt die Geometrie noch sehr verzerrt oder nicht. Denn wenn ich jetzt diese Geometrie jetzt dann hier rauf projiziere, dann simuliert er mir das gleiche hier auf. Und wenn diese Flächen sehr stark verzerrt sind, dann werden sich auch diese Quadrate bzw. diese Flächen auch zum Verzehren beginnen. Und ich zeige das euch jetzt hier. Materialien bzw. eine Textur hinzufügen ist im Blender leider etwas kompliziert, also ich finde das jetzt nicht unbedingt leicht. Und zwar merkt euch bitte einfach diese Schritte und wenn man das einmal intus hat, dann ist es auch nicht mehr so komplex. Also, der unterste Punkt hier, das sind die Materials Properties. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich Materials hier definieren. Und ich werde hier ich habe hier schon zwei, das sind vorher die zwei, die ich zur Erklärung erstellt habe, mit den zwei Flächen, die sich dann auflegen auf diese eine Fläche. Genau, und ich werde mir jetzt einfach ein neues erstellen und dann klicke ich nochmal auf New. Und wenn ich jetzt ein neues Material erstellt habe, ich werde das jetzt Wikinger-Axt nennen. Wikinger-Axt, genau. Und das werde ich jetzt hinzufügen zu meiner Auswahl. Hier haben wir also eine Auflistung aller Materialien, auf die das Objekt zugreifen kann und ich kann bestimmte Flächen mit bestimmten Materialien belegen. Das trifft sich sehr gut zum Beispiel, wenn ich wirklich Tileable Textures habe, wo ich zum Beispiel nur Metall habe, nur Holz, dann kann ich das jeweilige Objekt auswählen und dann mit den richtigen Materialien zuweisen. So, jetzt habe ich dieses Material zugewiesen. Und jetzt muss ich noch eine Textur hinzufügen. Und diese Textur hinzufügen finde ich etwas, komplex. So, ich erstelle mir ein neues Arbeitsfeld und wähle mir hier wieder das Menü aus. In diesem Menü wähle ich jetzt den Shader Editor aus. Dieser Shader Editor sagt mir jetzt aus, wie mein Material zusammengestellt ist. Das heißt, das ist mein Resultat und das ist mein Shader bzw. das Material, das ich verwende. Und das Einzige, was mir fehlt, ist, ich habe hier jetzt diese Base Color, die sagt mir, das Objekt ist weiß. Und ich möchte das Ganze jetzt mit einer Textur zuweisen. So, ich mache das ein bisschen größer, damit ihr das auch seht. So, das heißt, ich möchte jetzt eine Textur hinzufügen, die dann auf dieses Objekt bzw. auf dieses Material wirkt. Das mache ich wieder auch genau mit derselben Tastenkombination. Shift A heißt hinzufügen und jetzt kann ich suchen oder hier auswählen, was ich hinzufügen möchte. Und ich tippe eigentlich einfach hier ein untersuchen, weil das finde ich geht am schnellsten und ich tippe ein Image, also Bild, nur auf Englisch. Und hier sehe ich schon Image Texture und das wende ich mir an und jetzt kann ich es definieren. Wo mag ich es haben? Es ist im Prinzip komplett egal, wo ich es hin positioniere. Wichtig ist nur, dass ich diesen Color Output jetzt mit auf diesen Base Color Output ziehe. Somit ist das jetzt verbunden und das heißt, er verwendet mir jetzt diese Image Texture als Color.
Wenn ich das Ganze jetzt wieder löse, dann verwendet er mir wieder natürlich weiß. Aber ich ziehe es rauf, damit wirklich die Farbe verwendet wird. Okay, und was habe ich jetzt hier? Ich habe hier jetzt eine Auswahl aus den ganzen Sachen. Theoretischerweise könnte ich sogar meine Wikinger-Axt, die als Referenz verwendet wurde, hier verwenden. Aber nein, das will ich nicht. Ich will eine neue Textur öffnen. Und ich gehe jetzt in meinen Folder rein, wo ich alles drinnen abgespeichert habe, auf CAD Texture. Und hier ist sie schon, meine Checker Texture. Und die verwende ich auch. Die könnt ihr natürlich auch runterladen. Ich stelle euch diese Textur zur Verfügung. Einfach im Link in der Beschreibung nachschauen. Da findet ihr dann den Link zum Download. So, diese Image Texture wurde jetzt auf das Material angewiesen und man sieht schon, sie ist sofort hier aufgetaucht. Hier kann ich übrigens auch auswählen, was ich mir gerade anzeigen will, aber die Image Texture, die passt schon so, also meine Checker Texture. Das einzige Problem, was jetzt ist, sie wird nicht hier angezeigt. Und wieso wird sie hier nicht angezeigt? Das ist wieder etwas, was nicht ganz logisch ist für den Anfang. Und das Ganze hängt zusammen. Wie sind meine Einstellungen im Viewport Shading? Und im Viewport Shading haben wir momentan das hier ausgewählt, das heißt Solid. Es gibt natürlich hier dann auch noch Material Preview und Rendered Preview. Und wenn ich jetzt auf Material klicke, dann wird dieses mir auch schon angezeigt. Theoretischerweise wäre es aber auch im soliden Modus schon möglich, indem ich dann hier diesen Reiter ausfahre und hier haben wir momentan nur Material ausgewählt und ich klicke hier einfach auf Texture, dann ist es ebenfalls hier. So, und jetzt sehen wir schon, okay, die Textur wurde so aufgelegt, weil meine UVs so aufgelegt sind. Wenn ich das Ganze jetzt auswähle mit der A-Taste, kann ich das natürlich auch wieder positionieren mit diesen Shortcuts G, R und S. Und wenn ich jetzt R drücke, dann kann ich es rotieren und man sieht schon, okay, die Textur bewegt sich genau dahin, wo ich es positioniert habe. Und auch wenn das jetzt hier rausragt, ist es prinzipiell kein Problem, weil auch hier ragt es raus, weil sich die Textur wieder zum Wiederholen beginnt. Wie gesagt, bei Tileable Textures ist das kein Problem, aber wenn ich jetzt eine unique Texture habe, dann möchte ich alles innerhalb dieses Feldes haben. Und dann kann ich schon sehen, okay, jetzt sieht man es hier sehr gut, hier haben wir Verzerrung. Das ist nicht normal, wie es hier ist. Hier haben wir es sehr schön aufgelegt, aber hier nicht. Jetzt muss ich mir überlegen, okay, was kann ich machen, damit das schöner wird, damit das nicht mehr so sich verzerrt. Unten habe ich es schon runtergeschnitten, das passt alles. Und natürlich, das kann ich jetzt einzeln auch mit der L-Taste auswählen, rotieren und dann sehe ich, schön, ja, das ist alles schön und gut. Beziehungsweise die Fläche ist so dünn, kann man nicht wirklich gut kontrollieren, ehrlich gesagt. Aber bei diesem hier. Hier haben wir übrigens auch den UV-Modus, UV Selection Mode. Wie gesagt, das ist nicht der Vertex oder die Vertices. Dann haben wir hier die Edges und hier noch die Faces. Ja, und das Einfachste, was ich jetzt hier sehe, ist, ich schneide einfach hier nochmal einen Schnitt durch, damit das Ganze sich entspannen kann. Und das mache ich genau hier. Ich wähle mir diese jetzt an und fahre bis ganz rauf, bis zu der nächsten Schnittkante und mache ich hier wieder Mark Scene. Und wenn ich jetzt wieder alles auswähle und wieder die Taste U drücke, hier bedeutet es Unwrap, aber wenn ich hier U drücke, dann passiert das sofort und dann ist das Ganze entspannt und alles schön aufgelegt. Jetzt sehen wir aber Folgendes: Die zwei Flächen werden ineinander geschoben. Das ist prinzipiell jetzt hier kein Problem. Wenn wir jetzt aber schön aufgelegte Flächen haben wollen und das Ganze mit einer uniken Texture belegen wollen, dann ist das sehr wohl ein Problem. Und das wollen wir nicht. Darum werde ich mich jetzt doch dafür entscheiden, dass ich mit der Edge-Taste hier mir das anwähle und hier ebenfalls und das jetzt endgültig runterschneide, damit das einfach jetzt nicht miteinander verbunden ist. Ich habe jetzt hier, ich kann das testen,
mit der L-Taste habe ich wirklich nur diese Fläche, diese eine Fläche hier und hier habe ich auch nur noch diese eine Fläche hier und das oben wird jetzt auch eine eigene Fläche sein. Wie man UVs richtig schneidet, kann zumindest ich nicht immer von Anfang an genau sagen, sondern es ist was sich teilweise auch erst ergibt. Es gibt schon gewisse Richtlinien beziehungsweise Hinweise beziehungsweise Empfehlungen, wo man schneiden sollte und zwar wirklich an Kanten. Aber teilweise ergibt sich das auch wirklich. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich alles anwähle und hier wieder auf U drücke, dann sieht man, es legt sich optimal einfach gleichmäßig auf. Und jetzt haben wir wirklich sehr schöne, unverzerrte Flächen hier. Und das werde ich jetzt nach und nach mit dem gesamten Objekt machen. Und ich glaube, zum Texturieren werden wir heute auch gar nicht mehr dazu kommen. Ich werde den Shader Editor schließen, vorerst auch das, und werde mir zusätzlich jetzt einfach das UV-Editor hier aufmachen. Ich finde irgendwie, dass es hier heute besser passt, je nachdem, wie man am liebsten arbeiten will. Aber jetzt haben wir hier den 3D-View und dann hier drüben den UV-Editor und dann haben wir schöne Flächen, wo man das Ganze dann auch bearbeiten kann. So, gehen wir gleich zum nächsten. Ich werde jetzt nach wie vor weiter mit dem Stil machen. Alt-H bringe ich wieder alles zum Vorschein und ich wähle mir als nächstes den ganzen Stil aus und lasse jetzt den Rest verschwinden. So, jetzt habe ich den Stil alleine. Und diesen Stil haben wir hier prinzipiell schön. Ich werde zusätzlich noch hier das Loch einfach rausschneiden. Ich werde mir das alles auswählen. Bitte das weg. Und damit ich das auswählen kann. So, jetzt Edges und Mark Seam. So, das ist hier. Natürlich muss ich das jetzt auf der anderen Seite auch machen, weil wir jetzt ja wissen, es ist nicht mehr gespiegelt, das heißt, ich muss es jetzt schon noch auf beiden Seiten machen. So, jetzt haben wir das hier voneinander getrennt. Und was wir noch machen, wir werden hier schneiden. Weil was haben wir hier? Wir haben hier einen Kreis, eine Fläche, die immer aneinander geknüpft ist. Und wenn wir das aber jetzt auflegen wollen, dann wird das nicht funktionieren, weil das ist immer miteinander verbunden. Wir müssen es aber so zerschneiden, dass es auflegbar ist. Und jetzt wähle ich das aus und werde es einmal auflegen. Und das Ganze sieht jetzt so aus. Ich sehe hier gerade, dass ich hier einen kleinen Fehler gemacht habe. Das will ich ehrlich gesagt nicht. Das ist nicht so schön. Ich möchte wirklich einen schönen Schnitt haben. So. So, jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Und man möchte meinen, dass das irgendwie dann nicht richtig stimmt, aber das stimmt schon so, weil man sieht schon von oben, beziehungsweise hier hat man eine dünnere Fläche und hier hat man mehr Fläche. Und genau das ist das, was hier auch sich widerspiegelt. Das heißt, wir haben hier längere Flächen und hier kürzere Flächen und das ist genau das, was wir hier haben. So, wie fangen wir weiter an? Das Ganze ist jetzt nur mehr noch ein Stiel. Ich finde, dass wir diese Seite eigentlich nicht schneiden sollten, sondern eher hier. Ist natürlich jetzt auch wieder eine Entscheidung, die getroffen werden sollte von irgendwem. Okay, ich möchte wirklich die Mitte anwählen und sagen, okay, hier, da soll der Schnitt passieren. Okay, Mark 7. So. Und hier unten haben wir jetzt aber ein Problem, da das Ganze jetzt hier so zusammenläuft. Und am besten, wir betrachten das jetzt von deiner Seite. Okay, wenn ich jetzt von hier drauf schaue, dann ist das eine runde Fläche. Wenn ich von hier drauf schaue, dann ist das eine andere Fläche. Drum schneide ich jetzt einfach hier entlang. Und hier ebenfalls. So. Bis hierher. Oder vielleicht sogar bis hierher. Damit sich das nicht zu sehr verzerrt. Und beziehungsweise ich könnte das wahrscheinlich sowieso extra runterschneiden auch. Genau. Mark 7. Und wenn ich das Ganze jetzt auswähle und unwrappe, dann sieht man schon, okay, wir haben jetzt hier den Stiel.
das ist mein Stil. Und das sieht schon mal ganz gut aus. Der ist eigentlich großen und ganzen unverzerrt. Natürlich soll auch hier das Material Wikinger Axt drauf, beziehungsweise ich werde das jetzt schnell machen. Alt A, ich wähle alles aus und ich füge das Wikinger Axt Material zu diesem Objekt hinzu. So, jetzt ist überall die Textur drauf. Und jetzt sehen wir auch schon, dass zum Beispiel das Metall mehr Texturfläche bekommen hat als der Stiel. Und darum sind hier mehr Quadrate drauf als wie hier. Wenn ich das Ganze jetzt alles nehme und skaliere, dann wird das natürlich dementsprechend mehr. Und hier sehen wir zum Beispiel jetzt besser, okay, hier passt im Großen und Ganzen die Aufteilung. Hier haben wir natürlich schon leichte Verzerrungen, das stimmt prinzipiell nicht ganz. Hier haben wir sowieso noch komplett falsche UVs, aber hier scheint auch alles gut gelaufen zu sein. So, dann fahren wir gleich mit dem nächsten fort. Wir haben jetzt diese Fläche hier. Ich wähle mir diese an und ich überlege mir kurz, okay, wie könnte ich diese wieder schneiden, damit das auch alles wieder irgendwie schön aufgelegt wird. Ich werde darum gleich hier auch alles runterschneiden. So, und jetzt sehe ich mir nochmal alles genauer an. Was haben wir sonst noch hier? Okay, hier ist im Prinzip nur eine einzelne Fläche noch, die rausschaut, bevor dann dieses Lederband anfängt. Und hier haben wir ein bisschen mehr, aber im Großen und Ganzen ist es egal. Darum wähle ich mir das an und werde das Ganze jetzt hier einfach schneiden. Mark 7. Okay. Dann gehen wir wieder alles. Face Selection. Wähle mir das an und wieder Unwrap. So, jetzt haben wir hier den äußeren Ring, der um das Ganze läuft, und hier die obere Seite, die hier zu sehen ist. Und alles auch wieder im Großen und Ganzen schön aufgelegt. Ja, es ist zwar jetzt gedreht, aber um das geht es nicht. Es geht eigentlich nur darum, ist es verzerrt oder nicht, und das ist nicht der Fall, und das ist eigentlich dann schon passend so. Gut, so, wir haben jetzt die gesamte Axt bereits ausgelegt. Jetzt kommen noch die jetzt kommen noch die Lederbänder dazu, und diese, wir sehen es hier, sind lustigerweise schon in gewisser Weise ausgelegt, aber noch nicht richtig. Außerdem ist das gesamte Band noch alles in einem Stück. Wir wissen, wenn Flächen aneinander hängen, und ich mache das jetzt, kommt sowas raus. Das heißt, er versucht jetzt die Flächen auszulegen, und zwar fängt er an, okay, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwo hier, und dann legt er das nach oben aus. Das heißt aber, dass hier weniger Textur ist und hier immer mehr Textur, weil hier kommt ein größerer Ring zustande als wie innen, und eigentlich ist das ganze Band aber gleichmäßig dick. Von dem her werde ich es auch wieder hier einfach schneiden und Mark 7. Okay, ich muss auf den Edge-Modus gehen. Das ist auch noch wichtig. Also das Mark 7 funktioniert im Face Selection Modus nicht, sondern nur im Edge Selection Mode. Dann gibt es hier diesen Auswahlpunkt, sonst nicht. So. Wieder L. Und wenn ich jetzt wieder das anschaue, dann legt sich das besser auf. Und wir haben auch weniger Verzerrung diesbezüglich. Sollte alles passen jetzt. So, das nächste Band. Hier haben wir das große Glück, dass es bereits ja schon unterbrochen ist. Und es hängt zwar hier noch nicht zusammen, aber das macht ja nicht, das machen wir jetzt. Und hier ist es ja unterbrochen, es ist alles bereits schon geschnitten. Unwrap. So, jetzt ist es auch hier. Passt. Das gleiche ist mit diesem hier, es ist hier geschnitten, es wird im Prinzip netter ein aufgelegtes Band werden und drücken U, fertig. Passt Großen und Ganzen. Also ich teste das Ganze jetzt nur durch,
und schaue mir an, wo sind eigentlich noch Schnitte zu setzen, wie zum Beispiel hier musste eine ja natürlich gemacht werden, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und hier bei den weiteren Lederriemen wird es genauso sein. Ich wähle mir das jetzt genau deswegen an und werde den Rest verschwinden lassen. Und jetzt schaue ich mir das an und sage, okay, wo schneide ich? Im Großen und Ganzen werde ich wahrscheinlich an der gleichen Stelle überall schneiden. Werde einfach hier runterfahren und alles durchschneiden. So, im Prinzip, hier haben wir schon da längs nachgeschnitten. Beziehungsweise, ich schaue mir das noch kurz an. Hier fängt das an, hier wurde schon geschnitten. Und wenn ich mir das Ganze jetzt so anschaue, dann verläuft es irgendwo hier einmal. Jetzt ist die Frage, okay, wieso ist... Achso, okay, es ist das. Da brauche ich ehrlich gesagt auch gar nicht schneiden, weil es legt sich von alleine auf. Es ist ja schon an dieser Kante geschnitten und es legt sich einfach von hier beginnend und legt sich dann hier unten wieder rein. Das heißt, es ist ein bisschen ineinander verschlungen, aber es ist jetzt nicht irgendwie miteinander noch verbunden. Und darum kann ich es einfach sehr leicht auflegen. So, jetzt wollen wir das nächste anschauen. Das ist im Prinzip genauso. Es fängt hier an, läuft um den ganzen Kreis herum, beziehungsweise um den ganzen Stiel und läuft hier so entlang und verläuft sich hier unten wieder. Sehr praktisch für uns. Es ist hier natürlich wieder falsch. Ich drücke nur auf U und es hat sich aufgelegt. So, da haben wir wahrscheinlich das gleiche. Es fängt hier oben an und läuft hier runter und hier unten rein. U. Ups, das war jetzt die falsche Taste. U. So, fertig. So, prinzipiell haben wir jetzt alle drei aufgelegt. Und kann ich es natürlich jetzt noch verschieben und mir anschauen. Es ist zwar jetzt wirklich jetzt nicht perfekt, das muss ich schon zugeben. Wir haben hier nach wie vor eine Verzerrung drinnen, aber das wird in diesem Fall, es sind jetzt wirklich in diesem Fall Kleinigkeiten, weil hier bekommen wir wirklich eine Ledertextur und das wird wahrscheinlich eher eine eher bräunliche Textur sein und da wird es jetzt nicht wirklich stark auffallen. Also es kommt eher darauf an, sind das wirklich keine groben Verzerrungen. Man muss auch immer abschätzen, wo genau ist diese Verzerrung und wird man diese gut sehen. Ich persönlich würde das jetzt als in Ordnung betrachten. So, Edit-Modus. Ich habe natürlich alles verschwinden lassen, bringe es zum Vorschein, wähle das nächste an und sage, okay, wir brauchen das und dann kann ich den Rest auch wieder verschwinden lassen. So, wenn ich jetzt das hier habe, das ist doch ein relativ langes Stück, weil das läuft von oben nach unten runter und verliert sich dann da drinnen. Und schauen wir sich einfach einmal das Resultat an. Im Großen und Ganzen ja, aber nicht cool. Es passt nicht wirklich. Also hier haben wir ein Problem. Wo ist das genau? Das kann ich jetzt irgendwie nicht definieren. Wenn ich das jetzt hier anwähle, dann weiß ich nicht, wo ist das. Und dafür gibt es diesen Button da oben, der heißt UV Sync Selection. So. Jetzt habe ich momentan diese Selektion gemacht, darum ist auch hier alles selektiert. Wenn ich jetzt das hier anwähle, dann sagt er mir, hier oben ist das, was du hier angewählt hast. Dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich hier oben anscheinend irgendwo ein Problem, wo etwas miteinander verbunden ist. Und zwar hier. Irgendwas stimmt hier nicht. Und hier muss jetzt irgendwo eine Verbindung noch sein, die gegeben ist, damit das Ganze nicht getrennt wird. Ich würde mal sagen, es ist genau das hier und das ist noch nicht geschnitten. So, jetzt haben wir das Ganze eingegrenzt und können es zerschneiden. Mark ziehen. Dann schauen wir sich das an. Hier verläuft überall die Schnittkante und geht auch hier rein, geht hier rüber
und sollte prinzipiell eigentlich stimmen. Jetzt wählen wir wieder alles an, beziehungsweise wir wählen nur das an und sagen jetzt wieder U und man sieht schon, es ist sofort aufgeteilt und liegt jetzt viel schöner hier. Perfekt. So, dann werden wir mit dem nächsten fortfahren und zwar ist das hier und prinzipiell gibt es hier nichts zu tun, es ist bereits fertig. Fertig. Dann hier das nächste. Schauen wir sich das Resultat an. Und hier sehen wir wieder, okay, hier stimmt wieder etwas nicht. Ich schätze mal, es wird irgendwo sein, wo sich die miteinander verbinden. Und ja, prinzipiell dieser ganze Kreis ist noch nach wie vor miteinander verbunden. Das ist auch dieser Punkt hier. Und drum wähle ich mir einfach diese Kante hier aus, sage, das wird eine Kante sein, beziehungsweise hier wird geschnitten. Wähle mir nochmal diese Fläche aus, sage U und es ist geschnitten worden. So, jetzt hole ich mir alles zurück und jetzt habe ich, soweit ich jetzt mich richtig liege, alles geschnitten. Und ich sage einfach jetzt mal U. Und jetzt hat er mir alles proportional richtig in diese Fläche hineinplatziert. Das heißt, der Stiel ist im Verhältnis genauso groß wie diese Flächen hier. Beziehungsweise diese Flächen haben die tatsächliche Größe auch hier, nur halt aufgelegt. Und das ist eigentlich das Wichtigste, das wir jetzt haben, dass wir eine gleichmäßige Texturqualität haben. Weil theoretischerweise könnte ich jetzt sagen, ich mache jetzt diesen Stiel so groß. Oder sagen wir so klein. Und ich platziere ihn hier so. So, jetzt hat dieser Stiel eine extrem niedrige Texturauflösung. Wir sehen schon hier, die Textur beginnt zu verschwemmen und ist sehr blurry oder sehr verschwommen. Diese Textur hier ist aber noch scharf eigentlich. Und das macht die Größe bzw. die Texturauflösung wirklich dann den Unterschied. Okay, wenn ich jetzt aber den Stiel so klein platziere, dann passt das nicht zusammen. Grundsätzlich kann man sagen, unwichtige Sachen könnte man kleiner skalieren und wichtige Sachen könnte man größer skalieren. Aber man sollte auch sagen, es sollte alles circa die gleiche Qualität haben. Circa. So, natürlich haben wir jetzt gesagt, okay, das ist jetzt ideal bzw. im gleichen Verhältnis zueinander aufgelegt. Aber wenn man sich das jetzt ansieht, es ist nicht optimal aufgelegt. Und zwar, wenn wir jetzt unsere Textur haben, hätten wir hier sehr viel Leerraum, der nicht genutzt wird von unserer Textur. Und vor allem in der Spielentwicklung möchte man so viel Auflösung wie möglich ausnutzen, damit das auch wirklich eine schöne und halbwegs scharfe Textur bekommt, ohne die Qualität zu hoch raufdrehen zu müssen. Das heißt, wir verwenden hier auch prinzipiell immer eine quadratische Textur, das heißt Power of 2 in der Spielentwicklung wird zum Beispiel die Seitenverhältnisse verwendet, zum Beispiel 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 und so weiter und so fort. Also 4096 ist schon eine 4K-Textur, ist schon ziemlich hoch. Wir werden wahrscheinlich für diese Axt hier jetzt eine 2K-Textur, also 2048 verwenden. Also eine Seite 2048 Pixel mal 2048 Pixel. Und das sollte eigentlich im Großen und Ganzen genügen. Jetzt haben wir aber hier sehr viel freie Fläche und darum werde ich jetzt einfach diese UV-Shells, so wie diese heißen, die werde ich einfach verwenden und positionieren, damit ich besser diesen ganzen Platz verwenden kann. Ich werde dadurch mir das Ganze jetzt ein bisschen hier so herrichten. Ich sage, das passt so. Ich möchte jetzt außerdem hier einfach einmal die Textur weglassen, weil ich finde, sie stört hier etwas. Ich kann hier so meine UV-Shells nicht richtig sehen bzw. auswählen. Und ja, jetzt werde ich mal das Ganze ein bisschen beschleunigen und einfach frei positionieren. Jetzt haben wir hier
dennoch noch sehr viel Platz und ich werde das Ganze jetzt nochmal ein bisschen skalieren und anpassen. Vielleicht bekommen wir noch die ein oder andere Fläche etwas detaillierter. Und der Stiel geht prinzipiell nicht mehr wirklich größer, außer, und das könnte schon noch passieren, dass du jetzt noch sagst, ich möchte noch ein bisschen etwas dran ändern. Und zwar, wenn ich jetzt wirklich wieder in die Front View gehe und sage, okay, ich schaue mir nochmal meine Textur an, beziehungsweise meine Referenz, dann haben wir hier ja dieses Muster und dieses Muster möchte ich aber hier auch rein platzieren. Und das soll aber schon irgendwie eine größere Auflösung bekommen. Jetzt sage ich, okay, ich verstehe das. Darum nehme ich mir mein Objekt, werde es mal vom Rest separieren und sage, okay, hier unten wird sowieso ein Band rundherum laufen. Darum gehe ich jetzt hier rein und schneide mir hier einfach das raus. Mark 7. So, und hier oben wird genau das gleiche sein. Prinzipiell ist es zwar jetzt nicht wirklich ausschlaggebend, aber es macht schon einen kleinen Unterschied. Ich werde aber trotzdem hier schneiden, beziehungsweise hier unten schneiden, das ist nicht ganz so auffällig. So, jetzt habe ich diesen Cut und habe jetzt den Stock in 3 Stücke geteilt und kann jetzt alles eigentlich nochmal von vorne machen, aber dennoch besser aufteilen. Alt H, alles auswählen, U und Wrap. So, und jetzt machen wir das gleiche nochmal. So, ihr seht schon, es ist noch immer sehr viel Platz da. Ich könnte das Ganze jetzt immer noch ein bisschen größer skalieren und größer skalieren, damit ich mehr und mehr Platz ausnutze. Damit würde sich aber immer mehr und mehr nochmal verändern. Ich bin jetzt im Großen und Ganzen jetzt mal so zufrieden. Es ist manchmal wirklich ein bisschen ein Putzle, wo man die Elemente dann dorthin platziert, wo sie auch wirklich dann hinpassen oder wo ein Platz entsteht. Ich fange immer gerne mit den großen Objekten an, beziehungsweise platziere sie mir so, dass ich die kantigen Sachen mal schön habe und dann kommen die Formen, die ein bisschen organischer sind und die eine bisschen unregelmäßige Form haben. So, natürlich, das könnte man jetzt noch weiter ein bisschen ausarbeiten. Hier hat immer noch Platz für weiteres. Ich werde das Ganze jetzt so lassen und werde das Ganze auch gar nicht mehr weiter verändern. Man sieht schon, das ist jetzt einmal das Resultat. Das ist die gesamte Axt. Und diese Fläche, man sieht schon auch, das 3D-Objekt ist nach wie vor unverändert so. Und ich werde jetzt einfach diese 3D-Fläche, hier ist noch ein kleines bisschen gewesen, ich werde dieses UV-Grid, also diese Linien, die möchte ich mir jetzt abspeichern, damit ich damit in Photoshop dann auch arbeiten kann, beziehungsweise diese verwenden kann, wenn ich sie brauche. So, wir sind jetzt fertig. Ich möchte mir das hier abspeichern. Dazu wähle ich alles an, gehe dann im UV-Editor auf UVs und dann ganz runter und schaue mir Export UVs an. So, dazu öffnet sich dieses Fenster. Und wichtig ist, dass auf der rechten Seite hier, und zwar die Größe, welcher Auflösung soll das Ganze abgespeichert werden. Ich sage jetzt 2K, also 2048. Und die Fill Opacity werde ich allerdings auf 0 setzen, weil ich möchte nicht, dass die Flächen irgendeine Füllung haben. Das wäre zum Beispiel
genau das hier, was jetzt hier leicht orange ist. Das möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht abspeichern. Das soll auch transparent sein. Ich möchte nur die Linien an sich abgespeichert haben. So, dann kann man noch auswählen, was soll es sein, PNG oder SVG oder EPS. Ich möchte aber gerne ein PNG behalten und das soll auch dann schon mit diesem Namen exportiert werden. Wenn ich jetzt meinen Ordner öffne, dann sollte hier auch mein PNG sein und das öffne ich und das Ganze sieht dann so aus. So, im Großen und Ganzen ist das Videotutorial jetzt vorbei. Ich werde jetzt nur noch kurz diese Axt bzw. diese Map in Photoshop platzieren. Ich ziehe sie einfach rein und wir sehen schon, wenn ich auf Bildgröße gehe, dann ist das auf dem anderen Screen 2048 x 2048 mit einer Auflösung von 72 Pixel, das passt so. Und wenn ich jetzt hier noch eine Ebene einfüge als Hintergrund, dann sehen wir, okay, wir haben jetzt unser UV-Layout als eigene Ebene. Und jetzt kann ich zum Beispiel einfach hergehen und das Ganze mit einer Holztextur oder was auch immer versehen und das kann ich dann einfach hier drauf platzieren und abspeichern. Und das ist aber jetzt erst der Anfang. Wir werden das in dem nächsten Teil dann viel genauer noch durchmachen. Rein theoretischerweise speichere ich mir das jetzt ab als PNG zum Beispiel und sage jetzt einfach diff speichern. So, jetzt ist es wieder auf dem anderen Bildschirm. Jetzt sollte die Textur hier sein. Ja, okay, da haben wir jetzt das Wireframe auch mitgespeichert, das sollte man dann noch deaktivieren. Und im Endeffekt wird das Ganze dann so sein, dass ich mir wieder meinen Shader-Editor aufmache. Hier, so. Und hier wähle ich mir jetzt als neues Bild nicht den Checker aus, sondern hier meine Textur. Und das Ganze wird dann so ausschauen. Und das muss natürlich jetzt noch viel schöner und genauer ausgearbeitet werden. Und jedes Material soll dann richtig zugewiesen werden. Und ich werde auch dir zeigen, wie man im nächsten Video dann direkt im Blender die Textur auf das Objekt paintet. Und das ist eigentlich schon ziemlich geil. Soweit so gut. Ich hoffe, dir hat dieser Teil ebenfalls weitergeholfen. Und ich würde mich freuen, wenn wir wieder uns im nächsten Teil sehen werden. Bis dahin lasst einfach ein Like da oder abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal. Cheers!